Wir haben uns heute hier versammelt an Ramadan Tag 6, um gemeinsam das Abendmahl vorzubereiten. Ich war gestern beim Zahnarzt. Ist alles gut verlaufen. Ich bin in einer Wurzelbehandlung. Danke für eure Tipps und so weiter. Eigentlich haben wir unsere Zahnärztin schon sehr, sehr lange. Sie war nämlich die Zahnärztin, zu der wir unsere Kinder als erstes mal geschickt hatten. Also haben wir die auch schon locker 10 Jahre, wenn nicht länger, eigentlich länger dann, ne? Ja, eigentlich mit ihr auch zufrieden und so, deswegen ja, hoffe ich, dass es alles richtig ist, so wie es ist, dass angeblich der Zahn daneben, der kaputt ist, sozusagen den neu gefüllten Zahn damit belastet hat. Also ich merke heute irgendwie ist es ein bisschen besser, also vielleicht liegt es wirklich daran, dass der andere Zahn sozusagen den anderen Zahn dann nochmal irgendwie geärgert hat oder so. Die hat den auch nochmal ein bisschen mehr geschliffen. Das haben ja auch viele gesagt, dass eventuell der Aufbiss nochmal nicht so funktioniert. Das kann natürlich auch sein. Wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall war das ganz gut. Das Wetter war so schön gestern. Also der Spaziergang hat auch richtig gut getan. Ich bin dann auch ein Stück gelaufen bis zum türkischen Supermarkt. Habe da ein bisschen Einkauf gemacht. Also nicht zu viel, aber 2 große, schwere Tüten. Und habe dann aber auch zum Glück unterwegs so ein Leihauto gefunden. Also die stehen ja überall immer so rum. Kann man sich so leihen, wenn man da die passende App dazu hat. Stand auch zum Glück neben dem Supermarkt in der Nähe einer. Habe mir das Leihauto genommen und habe den Einkauf nach Hause gebracht. War ganz gut. Ich habe nämlich hier wieder Dolma eingekauft. Das sind diese türkischen kleinen Paprika. So, die schmecken nicht so wie deutsche grüne Paprika. Die sind schon nochmal ein bisschen anders. Also die sind auf jeden Fall so dünner. Die machen wir gefüllt. Habt ihr schon mal öfters gesehen. Habe ich aber jetzt lange nicht mehr gemacht. Hatten wir jetzt alle Appetit drauf, einfach mit einer Hackfleisch-Reis-Füllung. Kennt man aus vielen Gerichten, gibt es im Polnischen, gibt es im Deutschen, gefüllte Paprika. Kennt man halt aus vielen, aber finde ich sehr, sehr easy. Packe ich auch in meinem Gusseisentopf rein. Ich schaue mal, ich glaube, ich nehme meinen ganz großen, packe die da rein. Vielleicht packe ich auch noch so ein paar Kartoffeln dazu, so als Sättigungsbeilage. Und dazu dann Joghurt auf jeden Fall. Passt sehr, sehr gut als Beilage. Also dazu immer Joghurt, muss auf jeden Fall sein. Und ein Süppchen und einen Salat wird es geben. Wie immer. Ja, im Ramadan seht ihr eigentlich so hauptsächlich, was ich koche. Ich will euch eigentlich auch so im Alltag ein bisschen mehr mitnehmen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es ist immer so ein bisschen schwierig. Weil immer dieses, ne, Schlafen, Aufstehen, dann legt man sich wieder hin und dann ist es Hektik und dann jetzt auch, ne, dann flitze ich immer schnell, mache meine Hausarbeit so zack, 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 damit ich dann halt mich hier hinstellen kann, die Kamera aufstellen und dann anfangen kann zu kochen und damit ich das alles auch zeitlich schaffe, weil es nimmt halt einfach immer alles mehr Zeit, ne, wenn ich jetzt so hier zu Hause im Alltag rumrenne, das wissen ja auch viele nicht, dann laufe ich mit kurzen Sachen ohne Kopftuch und so, ne, morgens im Pyjama fange ich schon an, so, das ist dann immer so, ich sag mal so, als bedeckte Frau hat man es ein bisschen schwieriger, beziehungsweise viele wissen halt einfach nicht, dass wir zu Hause nicht bedeckt rumlaufen, ja, ich ziehe mich halt für euch an oder es kommt jetzt männlicher Besuch, der nicht mit mir verwandt ist, dann ziehe ich mich natürlich auch an, ansonsten laufe ich hier ja, ein bisschen freizügiger durch die Gegend und ja, es ist dann für mich immer so, ja, jetzt muss ich mich anziehen wegen euch, weil ich das jetzt mitfilmen will. Ist dann halt immer so ein bisschen, sage ich jetzt mal, anstrengender. Ja, dass ihr das mal so Bescheid wisst, so am Rande mal gesagt, weil das ist voll, viele denken immer so, man ist 24 Stunden so mit Kopftuch und langen Sachen und so weiter, aber nee, hier zu Hause sind wir mal ganz locker unterwegs. So, ich lasse jetzt mal, ein Kind ist schon aus der Schule da, die kann mir schon mal langsam hier die Paprika vorbereiten. Ich mache mal so mit dem Daumen einfach hier so reindrücken und dann kann man schon diesen Strunk hier rausholen. Ich schaue mal, ob ich ein Dessert schaffe. Eigentlich, ich wollte, aber vielleicht machen wir das morgen. Ich habe wieder so viel auf meiner To-Do-Liste. Wir haben noch ein bisschen Baklava über von, was war das, gestern? War das gestern? Ne, vorgestern. Von vorgestern. Da hat ja der Besuch auch Baklava mitgebracht. Davon ist noch was übrig und so weiter. Deswegen denke ich nicht. Vielleicht mache ich morgen einen Nachtisch, weil ich wollte so einen Dattelkuchen machen. Ich muss auch nochmal neuen Joghurt ansetzen und ich muss Granola machen, weil die Kinder frühstücken auch gerne Joghurt mit Müsli oder eben Granola.
Und ich habe da jetzt nichts mehr da. Den müsste ich auch noch machen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe. Ja, ist alles ein bisschen schwierig, immer in einen Tag reinzuquetschen. Mal gucken. Ich mache wieder die ganze Füllung hier im Thermomix. Ich habe da jetzt Petersilie reingemacht. Habe ich auch im türkischen Supermarkt. Da kriegt man immer so schön diese großen großen Bunde. Petersilie und Dill. Also Petersilie, Knoblauch und Zwiebel. Das mache ich erstmal da klein hacken. Und dann gebe ich das Hackfleisch dazu, Gewürze, etwas Olivenöl, etwas Tomatenmark. Und dann lasse ich das Ganze vermischen und dann werden die Paprika gefüllt. Und dann geht das Ganze auch als erstes in den Ofen und darf da vor sich hin schmoren. Der Reis, bei mir ist das alles so ein Augenmaß. Ist jedes Mal so, ja ungefähr so und dann irgendwie reicht es immer. Salz. Ich bin irgendwie voll K.O. Vielleicht merkt ihr das. Ich habe es, glaube ich, gestern mit dem Sport ein bisschen übertrieben. Ich glaube, im Ramadan sollte ich schon ein bisschen Gang runterschalten mit dem Training. Naja. Ich musste so lachen, da war ein Kommentar unter euren. Es tut mir auch leid, ne, aktuell. Ich schaffe es nicht wirklich so Kommentare, so jedes Kommentar zu lesen und zu antworten, weil das jetzt jeden Tag so Video und dann so viele Kommentare und so weiter, da komme ich echt nicht hinterher. Vielleicht machen wir heute Abend eine kleine Talkrunde und ich lese mal ein paar Kommentare. Und da war ein Kommentar so, bin ich die Einzige, die so ein Dings kriegt, wie sagt man das, wegen meiner Mühle hier. Wie wenn man an einer Tafel kratzt. Wie nennt man das? Quietschen. Ja, quietschen nicht, ja, aber das gibt ja so einen Namen dafür, dass es einen so Dings macht. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ist halt oldschool, meine Mühle. Teigkneten. Ach, und gestern übrigens habe ich einfach Hähnchen im Ofen gemacht. Also Hähnchenkeulen. Genau, gewürzte Hähnchenkeulen. Dazu gab es Reis und Gurkensalat. Und als Vorspeise gab es eine Joghurtsuppe. War unten im Vorratsraum. Und dann habe ich gesagt, nee, wir essen heute statt Salat, essen wir heute fermentiertes Gemüse. Das soll man ja auch regelmäßig essen. Das tun wir auch. Deswegen heute das. Das ist nämlich schon fertig. Ich habe ja jetzt vor kurzem noch Kohlrabi und Karotten nicht eingemacht, sondern fermentiert und Sauerkraut. Der braucht noch ein bisschen. Den Sauerkraut können wir vielleicht nächste Woche essen. Den Kohlrabi noch nicht, der braucht ein bisschen länger. Aber das ist schon fertig. Guck mal, da auch das Wasser unbedingt immer mittrinken. So viele schöne Probiotika. Also da sind rote Rüben, weiße Rüben. Ich glaube, ich habe Karotten auch mit dazu gegeben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt. Also das heute als Beilage. Und unten im Kühlschrank war noch ein Blumenkohl. Deswegen machen wir heute ein schönes Blumenkohl-Cremesüppchen. Das riecht schon so lecker. In den Kommentaren hatte mich jemand auch gefragt, dass sie meinte, sie überlegt sich den Thermomix zu kaufen und ob sich das lohnt und so weiter, ob ich das empfehlen kann. Also ich muss sagen, ich benutze den Thermomix so an sich schon, eigentlich jeden Tag. Aber man kann den ja auch so mit dem Varoma-Aufsatz und so weiter somit wirklich so benutzen, dass man da wirklich ganze Gerichte daraus kocht, indem man oben noch Sachen dämpft und so weiter. So kann ich das für uns 10 nicht nutzen. Also den Varoma benutze ich gar nicht, der ist bei mir im Keller, den Aufsatz, aber so als zum Mixen eben, zum Verarbeiten, alles mögliche, was man ja auch so andere Mixer dafür benutzt, das auf jeden Fall. Aber auch koche ich da die Suppen, mache da Teige für Kuchen, also auch so Teige, Brotteige, schon auf jeden Fall zufrieden, also da bin ich schon froh. Ne, manchmal ist das so, man kauft was oder man hat was zu Beginn und dann denkt man, ja, das ist so mega und dann
merkt man aber eigentlich erst im Laufe der Zeit, wenn man Dinge benutzt, ob sie sich wirklich gelohnt haben. Ja, ich gebe euch jetzt mal Beispiel der Hühlersauger. Könnt ihr euch erinnern, ich habe dazu ja ein ganzes Video gemacht. Der ist mega. Der ist mega, der macht, was er machen soll. Der macht alles super, aber der ist bei mir im Keller und ich hole den nur dann raus, wenn ich mal wieder vorhabe, so gründlich zu putzen. Aber das ist zum Beispiel nichts, was ich wirklich so im Alltag tagtäglich auf die Schnelle benutzen kann, weil es halt eben groß ist, weil du halt immer das Wasser für auffüllen, danach direkt entleeren musst. Also es ist so aufwendiger. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist es so, weil ich ja täglich so, ich muss mal hier kurz saugen, hier kurz was machen, dann sind halt so diese Handstaubsauger immer viel praktischer, wobei ich sagen muss, da ist halt auch immer wieder bei denen ist halt auch so, da geht auch oft die Leistung wieder verloren. Keine Ahnung, also bis jetzt muss ich wirklich sagen, ich habe noch nicht so das perfekte Haushaltsgerät gefunden. Ich bin mit meinem Saugroboter bin ich zufrieden. Der macht seinen Job sehr gut. Das ist schön, den lasse ich immer laufen. Aber sonst, wie gesagt, also generell merkt man es immer bei Produkten immer erst in so einem Langzeittest, was man wirklich so im Alltag so gut benutzt. Deswegen hier, das wird auf jeden Fall immer gut im Alltag benutzt. Bereue ich nicht den Kauf, da bin ich zufrieden. Aber bei dem Hühler, wie gesagt, das ist schon schade. Aber wenn ich sage halt, ja, ich will jetzt meine Teppiche richtig, die brauchen jetzt mal eine richtige gute Reinigung, so dann hole ich den mal hoch, ja. Oder ich muss zum Beispiel, mein Abfluss ist leider wieder verstopft, den muss ich wieder leeren, dann hole ich den hoch, ja, so. Ich nehme mir hier immer eine Paprika, die ist gewaschen. Dann nehme ich mir was von der Füllung. Mal gucken, hoffentlich reicht alles. Und dann einfach rein damit. Auch ruhig ein bisschen Platz lassen, weil der Reis quellt ja auch noch auf. Ich mache noch keinen Deckel rauf, aber danach kommt halt noch so ein Tomatendeckel. Aber ich begieße das Ganze noch mit Soße und will auch, dass die Soße so ein bisschen reinläuft. Und dann kommt der Deckel noch rauf. Aber erstmal mache ich die als erstes nicht ganz so voll, weil manchmal bleibt noch was übrig. Dann stopfe ich den Rest. Und die Soße soll auch noch ein bisschen reinlaufen. Alaikum salam, hoş geldin. Hemen giydin mi senin güzel outfitini? Ah, süß. Aha, Tofu kommt. Tofu kommt, oh no. Nein, das ist nicht für dich, Haie. Nein. Nein. Das ist nichts für dich, meine Liebe. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Kannst du vergessen. Auch das Grüne mit dem Blauen? Ja, das sieht sehr gut aus. Und der Stoff ist voll schön, weil der so schön luftig ist. Ah, das hatte ich ja von diesem Laden gekauft, ne? Diese türkische, ne? Wo wir auch die Links geholt haben. Ja. Ja, die sind gut, diese T-Shirts. Ja, sieht gut aus. Elegant. 2 Paprika sind übrig geblieben. Das macht nichts, die können wir für einen Salat oder sowas benutzen. Und der Topf ist voll. Ich mache jetzt mal hier überall so noch ein bisschen Kartoffeln dazu. In die habe ich es extra an so Spalten geschnitten, damit das hier so reinpasst. Für die Soße nehme ich hier jetzt wieder meinen Tomaten, Paprikamark, dann meine Gemüsepaste, Salz. Ich mag immer so ein bisschen Minze dazu geben. Ich weiß nicht, ich finde, das passt voll gut dazu. Kreuzkümmel, etwas Olivenöl, Pfeffer. Dann gieße ich das mit heißem Wasser auf. Und verrühren das Ganze. Und dann gieße ich das auf und ich mache erstmal wirklich so das hier rein. Das
dass da so ein bisschen Soße überall reinkommt. Deckel. Deckel rauf und es darf in den Ofen. Der Hikmet sitzt auf der Terrasse und mixt seine Eierschalen. Wir sammeln immer unsere Eierschalen, die schmeißen wir nicht weg. Und dann macht er die kleinen in einem alten Mixer, den ich nicht mehr benutze, und packt die in ein Glas. Und damit werden immer die Pflänzchen genährt. Das ist ja, was war denn das? Calcium, ne? Natürliches Calcium. Für die Blumenkohl-Cremesuppe brate ich jetzt Zwiebeln und Knoblauch in etwas Butterschmalz an. Dann gebe ich auch schon den Blumenkohl und ein bisschen Kartoffel dazu. Dann gießen wir das Ganze auch schon direkt mit Wasser auf. Und ich gebe auch schon mal was von meiner Gemüsebrühe. Gemüsepaste was dazu und das darf jetzt erstmal gar köcheln. Der Ahmed war so lieb und ist mit dem Bus gefahren, um Fladenbrot zu kaufen. Das riecht schon mal lecker. Oh, ich sag's euch, ich liebe dieses Wasser. Das werde ich auf jeden Fall heute trinken. Also heute auch irgendwie entspannt, ne? Kannst es essen, wieder am Backofen. Hier ist irgendwo noch mein Glas. Guck mal, sogar die Karotte ist lila geworden, oder? Ist es eine Karotte? Ich glaube, das ist die Karotte. Alles eingefärbt. Zum Beispiel der Knoblauch, der da drin ist, das ist mein Beschwerungsstein. Ah, genau. Die Farbe. Guck mal, das ist Farbe von der Natur. Also auch der Knoblauch, der hier drin ist, wird gegessen. Alles wird gegessen. Und alles ist lila. Ich liebe fermentiertes Gemüse. Oh, ich freue mich gerade so. Oh, man merkt, ich habe gerade richtig Hunger. Mir läuft gerade richtig das Wasser im Mund zusammen. Oh mein Gott. Was ich noch einlegen will, ist rote Zwiebeln. Rote Zwiebeln ist auch sehr lecker. Das ist sehr gesund, rote Zwiebeln. Hätte ich eigentlich auch hier mit reinmachen können direkt, wa? Weil hier habe ich ja jetzt rote Rüben, weiße Rüben und Karotten. Ich freue mich wieder auf unsere Gartensaison. Also ihr freut euch so. Ich lese ja in den Kommentaren, dass ihr sagt, ihr freut euch schon, wenn es mit der Gartensaison losgeht. Ey, ich freue mich am meisten. Wisst ihr? Weil das ist ja nicht nur so, dass man sagt, okay, ist auf jeden Fall, wenn man so überlegt, man investiert zwar viel Arbeit, indem man das alles selber pflanzt, aber es ist definitiv, spart man viel Geld. Also, dass es vom eigenen Garten kommt. Und wir haben ja unsere Samen jedes Mal von unserem eigenen Gemüse wieder. Manche Sachen kaufen wir ein auch. Habt ihr gesehen, da hatten wir ja auf dieser Messe auch ein paar Sachen gekauft. Aber das ist ja nicht, das kostet nicht die Welt. Und dann hat man so viel frisches Gemüse und man weiß, wo es herkommt. Man weiß, dass es nicht behandelt, dass es nicht mit irgendwelchen Pestiziden vollgesprüht und so weiter. Eat the rainbow. Desto bunter, desto besser.
Ich sehe schon, mein Pullover hat auch Rainbow gegessen. So, und wenn das jetzt so einmal aufgemacht wurde, dann einfach nur noch im Kühlschrank lagern und da ist es auch weiter ewig haltbar. Jetzt, wenn das Gemüse weich ist, gebe ich einen schönen Becher Sahne dazu. Noch würzen mit Salz und Pfeffer. Und dann nur noch pürieren. Jetzt noch etwas Petersilie. Damit fertig mit allem. Yetişti mi yavrum? Ja. İyi. Allah razı olsun. Nereye koyuyorsun bunu? Hier das Tuschu könnt ihr auch auf den Tisch stellen. Ist man immer das Tuschu? Manche laufen unter der Kamera unten runter. Weil ich kein Kopftuch an hat. Wie sie aussieht. Ihr müsst die mal sehen. Oh, ich habe schlecht verteilt. Hier ist noch eine Capture übrig. Na, warte. Wo ist wenig? Komm, dass nichts übrig bleibt. Mach noch bei Sehne ein bisschen. Für euch gibt's auch Essen. Gefühlt haben die auch den ganzen Tag gehungert danach. Ich gesagt, du strahlst ja. Und man kann jetzt das essen. Sag mir das nicht durch, wenn das Güzel çorba değil mi? Ja, voll lecker. Ja, wieder so heiß. Lecker Blumenkohl. Blumenkohl war doch das Weiße vom Brokkoli. Ja, sieht aus wie Brokkoli in weiß. يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك الله أكبر الله أكبر وهو العليم رب العالمين تشاء الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة ويوم الحسنة برحمتك يا أرحم الراحمين السلام على المرسلين Ich habe ein bisschen viel gemacht, glaube ich. Ich habe irgendwie gerechnet, da jeder wird 2 Stück essen, aber die haben sich alle mit Suppe und Fladenbrot vollgestopft. Naja, Adem hat noch nicht gegessen, der ist beim Training, der hat nur Suppe getrunken und ist schnell zum Training gefahren. Der wird noch essen, dann gibt es eben morgen nochmal.
4. Ja. 1. Ist das mittig? Das ist gut. So, wir spielen jetzt eine Runde Rennen. Wer die schnellste Runde fährt, ist der Sieger. Der Verlierer mit der schlechtesten Runde macht den Abwasch heute. Nein, du hast ja Abwasch. Können wir auch was aus. Mach eine leichte. Die. Nee, das ist die leichteste, Benji. Ja. Auf der Straße. Oh mein Gott. Profifahrer. Oh, du fährst 140. Also jeder darf eine Übungsrunde und die zweite Runde wird gezählt. Also Michael, die zählt jetzt. Links ist Unterschalten. Ah. Nicht in den Busch. Wir haben jetzt auf Automatik geschaltet, weil natürlich die Kinder haben noch keinen Führerschein. Gangschaltung ist ein bisschen schwerer zu fahren, also machen wir jetzt Automatik. Oh, da. Good job. 1,27. Zeynep! Ja! Oh, sehr schön genommen! Die erste, die nicht in die Kurve geknallt hat! Go, girl, go! Zieh mal hier rein, Pferd! Anne, was macht ihr, wenn du verlierst? Sus! Ich werde keinen Abwasch machen! Ganz bestimmt nicht! Könnt ihr vergessen! Oh, okay. Oh, wow. Ich will nicht den Abwasch machen! Oh, was machst du? Oh mein Gott. Oh, verdammt. Wow, schnellste Runde! Du hast das ganze Auto geschrottet, Mensch. Good job. You kept 1,42, sogar besser wie ich! Oh no! Gratulation, Oh no! Du hast Auto geschrottet! Es war schon Glas kaputt gemacht. not quite on the podium, but a solid performance all the same. Okay, jetzt die nächste Runde Also was ich zählt. sagen würde, Es war ne? jetzt ernst. Frauen am Steuer gleich ungeheuer. Wie bitte? Fahr weiter. Rechts. Fahr weiter. Ja, sehr schön! Du hast recht. Gas! Hey, 33 wie Zeynep! Yeah, wow! Jetzt die Rade. Sie nimmt die Kurve geschmeidig wie ein Stück Butter. Rana hat alles Rekord gebrochen. Nein, wir geben Andi noch eine Chance. So, jetzt könnt ihr leise weiterspielen. Ich gehe jetzt den Abwaschen machen. Viel Spaß. Das Lenkrad ist von Logitech G. Danke dafür und checkt auf jeden Fall den Link in der Bio aus. Da findet ihr das Lenkrad und könnt genauso viel Spaß haben wie wir. Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, denn wir haben noch ein Gewinnspiel für euch. Hikmet hat Tee aufgesetzt. Wir trinken gleich zusammen ein Teechen und quatschen eine Runde. Ich lese mal ein paar Kommentare. Mache aber nebenbei meine Milch warm für den schnellen Joghurt. Ich habe ja, wie ich Joghurt mache, ein separates Video. Das findet ihr in der Playlist unter Rezepten. Letztens habe ich auch, wo ich gezeigt habe, ich Joghurt gemacht. Oft bin ich aber zu faul, am Herd zu stehen, weil man muss ja die Milch aufwärmen und muss man daneben stehen, zum Beispiel rühren, damit das nicht überkocht oder nicht am Topf anbrennt. Aber wenn ihr den Thermomix habt, könnt ihr das Ganze auch im Thermomix machen. Da ist es nämlich einfach, weil ich muss nicht stehen und der misst mir auch die Temperatur. Das einzige Nachteil ist, dass da nur 2 Liter reinpassen, aber dafür ist es halt schnell gemacht. Weil ich stelle mir den auf 20 Minuten, 98 Grad und auf Stufe 2 Rührer
Und dann geht's aus und dann lasse ich das einfach stehen und dann abkühlen bis auf 50 Grad. Und das sehe ich hier auch und das ist halt ganz praktisch. Den Deckel lasse ich aber auf. Und das darf jetzt hier rühren. Und wenn es abgekühlt ist auf die 50 Grad, mache ich ein bisschen von meinem Joghurt rein, fülle es ab in meine Gläser und stelle es wieder in den kalten Backofen. Und dann mache ich morgen noch, inshallah, wenn ich schaffe, Granola. Ihr seht ja, morgen muss ich dann nicht so viel kochen, weil wir noch so viele von den Dolmas übrig haben. Dann mache ich morgen das Granola. Ich kriege jetzt noch mein Tuschewasser, mein fermentiertes Wasser. Auf Türkisch, im Türkischen gibt es das auch alleine, nur diese Flüssigkeit zu kochen. Das nennt sich dann Schalgam. Schalgam, ne? Och. Aber lecker. Pure Probiotika. Ay, çok güzel. Sen de demedin değil mi? Richtig lecker. Wo bleibt mein Tee? Mach Mamas Tee. Also, der Hikmet sitzt hier nebenbei. Der ist ja so Dings, ne? Wenn nicht sein muss, dann will er nicht die... So lässt du dich aber filmen im Garten. Aber so direkt mit dem Gesicht fühlst du dich unwohl, oder was? Nein. Was ist denn dein Problem? Mein Problem Weil du dabei ist, dein fettes Stück Kuchen essen willst. Nein. Mal Hikmets fettes Stück Marmorkuchen, denn Ich esse nicht alles, ja? Ja, erzähl doch Aber nicht. futtern noch 8 Kinder noch. Erzähl doch nicht. Das war schon letztes Jahr und vorletztes Jahr schon und jetzt auch wieder. Dass so ein paar schreiben so, ja, ein paar Stunden nichts essen, nichts trinken und dann abends den Bauch vollschlagen. Was ist das für ein Fasten? Dabei, ich glaube, entweder sehen die Leute nicht, dass wir 10 Personen hier im Haus sind oder Dings. Also wir schlagen uns nicht die Bäuche voll, wir essen ganz normal, wie wenn wir normal auch unser Abendessen essen würden. Eigentlich sind unsere Portionen ja kleiner. Ich sag ja, normalerweise hätte jetzt jeder 2 von den Dolma gegessen, aber weil der Magen kleiner ist durchs Fasten, Hier. hat jeder nur 1 gegessen. Oh, danke. Habe ich persönlich mit meinen nackten Händen gemacht. Mit seinen nackten Händen vor allem. Herr Lendeshalig. Ja, für Durst. So. Hol meine Taschenlampe. Oh, heiß. Und das alles, weil ihr ein paar Stunden hungrig bleibt, belohnt euch dann mit Fressen bis morgen früh. Und das Fressen, nennt ja. ihr Fasten. Ganz nett. Also wir gehen uns später schlafen, wir essen nicht bis morgen früh und dann stehen wir früh auf und essen da auch noch mal was. Und ihr seht ja, was ist. Ja, das sind halt Leute, die gar nicht uns kennen, die gar nicht auf dem Kanal sind, die nicht mal sich die Videos angucken. Nein, Die nicht mal wissen, dass hier 10 Personen im Haus sind und einfach so Kommentare ablassen. Nein, So. das ist ja völlig Das sind ja falsch. gar nicht Personen, die hier unsere Abonnenten sind, ne? Putzen, Kochen, ist das ein Lebenssinn? Bin froh, dass ich studiert und einen tollen Job habe, ein erfülltes Familienleben. Jedem das seine natürlich, aber das Video würde mich als junge Frau eher erschrecken, als dass ich es guten Beispiel habe. So will man nicht als moderne Frau leben. Kochen, putzen, das macht man nebenbei und dazu gehört auch der Partner. Die Kinder sollen auch helfen, auch die Jungs, nicht nur die Mädchen. Ich würde verrückt werden, wenn ich so ein Leben führen würde. Na, Gott sei Dank musst du das nicht führen. Gott sei Dank. Ja. Das ist auch wieder, aber das lese ich direkt raus, dass es keine Abonnentin ist, keine Person, die mehrere unserer Videos geguckt hat, sondern random wahrscheinlich auf das Video gestoßen ist, weil die uns verfolgen, wissen ganz genau, junge Mädchen macht keinen Unterschied, jeder hat seine Aufgaben im Haus. Genauso helfen auch die Kinder ganz viel, also ich sage das immer wieder, oben ist ja das Mädchenbereich, da sind ja die Zimmer der Mädels. Die haben ihr eigenes Badezimmer. Ich bin nie oben. Ich mache nichts oben. Ich gehe da gar nicht hoch. Die machen das selber. Ich wasche zwar die Wäsche, aber deren Klamotten nehmen die selber. Die legen die selber zusammen, packen sie in den Schrank. Jeder hat seine Aufgaben. Auch hier unten. Spülmaschine ist fester Bestandteil und Katzenklo. Das steht ja immer auf dem Plan. Ich habe noch nie das Katzenklo sauber gemacht. Das ist alles Aufgabe der Kids. Spülmaschine teilen sich auf. Wenn es beim Schnippeln zu helfen ist, dann hilft immer jemand. Wenn es unten was zu machen gibt, dann gibt es jemand. Ich habe ja auch in dem Moment nie immer so, auch dass ich immer die Kamera drauf halte. Ja, vorgestern hat einer die Fenster hier geputzt und so weiter. Also das ist zum Beispiel gar kein Thema. Und ja, klar, wer eine Karriere anstrebt im Leben und irgendwas machen will, der soll das ja machen. Ja, aber ich zum Beispiel persönlich, für mich ist es ja so,
ich würde ja auch was anderes machen, wenn ich nicht das machen würde. Ich habe ja, sage ich mal, das große Glück. Ja, was macht sie? Macht der Eiswürfel kaputt. Du machst das Laminat kaputt. Ja. Oh, das ist so ein Block geworden. Ja, weil das ein bisschen aufgetaut ist. Ich habe ja das große Glück, das ist für mich Luxus, ja, dass ich sage, ich kann von zu Hause aus arbeiten. Früher war das noch so, da hat es wirklich auch gereicht, dass der Ehemann geht arbeiten und die Frau kann zu Hause bleiben und sich wirklich vernünftig um den Haushalt, um die Kinder, um die Versorgung der Familie kümmern. Irgendwie ist das so, als wenn das so was Schlechtes wäre, wisst ihr so. Das ist so eine große Aufgabe, sich um seine Familie zu kümmern, um das Haus, um dass man ein liebevolles Heim hat, ja. Das ist gar keine einfache Aufgabe. Und das ist heutzutage gar nicht mehr machbar, ja, weil das einfach auch finanziell gar nicht mehr tragbar ist. Also, dass nur der Ehemann arbeiten geht, ja. Und das merkt man aber auch heutzutage, wie wenig funktionierende Familien es mittlerweile gibt, weil Menschen nur am Ackern sind, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Und dann bleibt halt alles auf der Strecke. Sei es die Gesundheit, sei es die Kinder, sei es eben ja, ein intaktes Familienleben. Also es ist schon sehr, sehr schwer. Klar, es ist alles machbar, aber das ist eine individuelle Sache. Ein Familienleben, eine Konstellation, familiäre Konstellation, das ist so individuell, das kann man nie verallgemeinern, ja. Und wenn jemand die Möglichkeit hat, ja, oder zum Beispiel glücklich ist, sagen wir mal, der Mann verdient wirklich so gut, dass die Frau einfach nicht arbeiten gehen muss. Sie darf zu Hause bleiben und sich um die Familien kümmern. Das ist doch toll, das ist doch Luxus. Dann gönne ich es ihr, ja. Deswegen sage ich, wenn ich nicht mit YouTube und dem ganzen Dings so da reingerutscht wäre, in diese Branche, sage ich jetzt mal, mit Content und so weiter zu produzieren und damit halt auch Geld zu verdienen, dann würde ich jetzt auch irgendwo arbeiten, ja. Aber ich sage euch ganz ehrlich, deswegen sage ich, für mich ist das Luxus, weil wenn ich überlege, ich würde arbeiten und dann würde ich nach Hause kommen und dann würde noch Haushalt warten und alles andere auch, wenn natürlich jeder mithilft. Trotzdem ist es so, ich habe ja einen bestimmten Wunsch, wie ich möchte, wie es hier zu Hause ist und wie hier Ordnung herrscht und dass ich Dinge selber herstellen möchte und machen möchte und immer gesund kochen möchte. Das ist ja ich möchte das ja. Ja, wenn es andere Familien gibt, die kommen nach Hause und die sind glücklich, wenn die dann Fertiggerichte in den Backofen schieben und das ihrer Familie präsentieren. Das ist dann deren Sache, deren Leben. Ich möchte das nicht. Ah, guck mal, hier zum Beispiel ein sehr schöner Kommentar. Vielen Dank für so interessante Einblicke in eine andere Kultur. Wie arm wären wir in Deutschland ohne diesen Mehrwert der Kulturen und Religionen? Ja, das ist schön, dass jemand so denkt, gerade in der heutigen Zeit, wo das leider irgendwie nicht mehr so gesehen wird, die Vielfalt, die wir hier in Deutschland haben, ist das schön, auch sowas zu lesen. Eine gute Zeit für euch und vielleicht kannst du deine Stimme erheben gegen den Hass, der im Moment so stark existiert. Ich bin ohne Religion und komme aus Österreich und jeden Tag sind Meldungen, die Angst machen. Meine Schwiegertochter ist praktizierende Muslime und die in der Bevölkerung entstehende Ablehnung wird für alle gefährlich. Nicht nur für radikale denkende Moslems, die den Glauben anscheinend falsch interpretieren. Liebe Grüße aus Österreich und spirituelle Tage. Liebe Grüße zurück nach Österreich. Ja, Stimme erheben. Man möchte seine Stimme erheben. Es geschieht so viel Ungerechtigkeit, so viel doofe Sachen und manchmal will man auch zu allem was sagen, aber ich habe mir persönlich so immer so gesagt, so dass ich mich zum Beispiel so was politische Sachen und so angeht, so generell so raushalte, weil es sind immer so komplexe Themen, wisst ihr, und ich denke mir immer so, wenn ich mich in bestimmte Themen nicht reingelesen, nicht rein informiert habe, dann will ich auch gar nicht so darüber reden, aber ich persönlich kann nur sagen, ich finde es halt sehr traurig, was halt medial den Menschen vermittelt wird, so ein falsches Bild und das ganz bewusst so vermittelt wird, dass halt viele Menschen Vorurteile haben und das ist einfach traurig und das ist schade. Deswegen sage ich auch immer persönlich, seid offen, hebt eure Kontakte zu euren Nachbarn. Wir hatten auch hier mehrere Nachbarn, wo man gleich gemerkt hat, dass die so ein bisschen ausländerfeindlich sind. Aber sucht trotzdem den Kontakt, lächelt sie trotzdem an, seid trotzdem freundlich zu denen und ihr werdet sehen, wie die sich verändern werden. Also egal, sage ich immer, auch wenn jemand so
sage ich jetzt mal, böse erscheint, ja, weil mir sind schon so viele Menschen begegnet, die wirklich so Vorurteile hatten. Aber wenn sie dann mit dir in Kontakt kommen, wie schnell diese Vorurteile abgebaut werden, ja, und manchmal können die Leute auch gar nichts dafür. Gerade so unsere älteren Mitmenschen, die ja wirklich zum Beispiel gar nicht so wie wir haben ja die Möglichkeit, wir sind ja nochmal so mehr mit Social Media, wo wir noch mehr so Wahrheiten auch sehen, live sehen können, Dinge. Aber es gibt Menschen, die schauen halt nur medial, lesen nur bestimmte Zeitungen oder gucken nur bestimmte so Sender. Und wenn man sich nur danach richtet, ist es echt krass, was halt so rübergebracht wird. Und da könnte ich halt auch einfach nur den Kopf schütteln. Und vielleicht habe ich auch mehr Verständnis dafür, wenn Leute Vorurteile haben, weil ich sie ja selber hatte. Ja, als ich noch nicht Muslimin war und habe ich auch öfter gesagt, so ich mochte auch keine südländischen Menschen, sage ich jetzt mal, ja, obwohl ich selber Ausländerin bin, aber so als Osteuropäerin habe ich mich nie als Ausländerin gefühlt, ja, also ich wurde nie so als Ausländerin behandelt, ich habe nie so Rassismus erlebt, wisst ihr? Erst als ich konvertiert bin und mein Kopftuch angelegt habe, dann war ich eine Ausländerin. Seitdem bin ich eine Ausländerin, aber damit kann ich leben. Alhamdulillah. Vielen lieben Dank, ja, an eure ganzen lieben, netten Kommentare. Ich sehe hauptsächlich nur Positives und ganz, ganz viel Lob. Lieben Dank dafür. Das ist dann immer, ich schäme mich dann ein bisschen, wenn dazu zu viel Lob kommt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch inspirieren kann. Das ist ja so meine Message, indem ich euch hier und da mal mitnehme. Man muss immer bedenken, dass es immer ein kleiner Teil von einem ganzen Tag ist, ja, von 24 Stunden sind das immer nur kleine Teile, an denen ich euch teilhaben lasse. Und das muss man natürlich immer bedenken. Aber ich freue mich immer, wenn ich dann Kommentare lese, ich trinke jetzt auch Kefir und es tut mir gut und mir geht's besser oder ich mache dies und ich koche das nach und meine Kinder lieben das Gericht, was ich von dir nachkoche und so weiter. Das freut mich richtig. Also das ist so für mich immer so ein bisschen so, auch für mich eine Motivation, immer so weiterzumachen. Wenn ihr mir schreibt, dass ich euch motiviere und ihr irgendwie, ja, dann motivierter seid, auch was in der Küche zu machen oder ja, ein bisschen auf die Ernährung zu achten, alles Mögliche. Deswegen, ja, das freut mich sehr. Ja, meine Lieben, also so viel zum kleinen Tee-Talk-Runde. Guck, Tee habe ich auch getrunken. Die Milch darf jetzt abkühlen, dann mache ich noch den Joghurt. Und dann war es das auch schon für heute, für Ramadan, Tag 6. Heute Tag 6, ne? Morgen ist schon Tag 7. Guck mal, wir haben schon die erste Woche geschafft. Es geht so schnell, ich sag's euch. Die Zeit rennt im Ramadan. Das ist gar nicht so, man denkt immer so, oh, 30 Tage Ramadan, aber glaubt mir, es ist jedes Mal so schnell um. Noch eine wichtige Sache aber zum Schluss. Eine Susanne fragt. Sehr wichtig. Hallo, ich schaue Ihre Videos schon lange. Danke. Ich kann Sie fragen. Weil sie lange guckt, kann sie sich fragen, sagt sie. Haben Sie kurze oder lange Haare? Liebe Grüße aus Österreich. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, einmal das Headset und das Lenkrad von Logitech G zu gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach in den Kommentaren #Logitech G hinzuschreiben. Am besten schreibt ihr auch noch euren Instagram-Namen dazu, damit ich euch auch kontaktieren kann. Und nach 14 Tagen wird der Gewinner ausgelost und ich schreibe euch dann über Instagram an. Viel Spaß und viel Erfolg!